Regelmäßige Trainingseinheiten sind super gesund für uns und unseren Körper. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Sport die Abwehrkräfte verbessert, gute Laune macht, beim Abnehmen hilft, für Muskelaufbau sorgt und Krankheiten vorbeugt. Und dies waren nur einige Gründe, warum eine regelmäßige sportliche Aktivität so wichtig ist. Neben der Aktivität an sich nimmt die richtige Regeneration nach dem Training eine wichtige Rolle ein. In diesem Video geht es um die häufigsten Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du von den positiven Effekten einer Trainingseinheit profitieren möchtest. Lass uns direkt mit dem Inhalt starten mit Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 1. Nach dem Sport nichts essen. Die meisten Menschen machen Sport, um fit zu werden oder fit zu bleiben. Wer zudem abnehmen möchte, sollte aber nicht auf die Idee kommen, nach dem Sport nichts mehr zu essen. Nach einer Trainingseinheit sind die Glykogenspeicher leer. Diese Speicher sollten bis ca. 2 Stunden nach dem Training durch Nährstoffe, aufgenommen durch Ernährung, wieder aufgefüllt werden. Nach dem Sport ist der Körper mit Nährstoffen unterversorgt und daher dafür besonders aufnahmefähig. Außerdem wird dadurch die körperliche Regeneration verbessert und nicht unnötig in die Länge gezogen. Nach dem Sport ist es ideal, Eiweiß und komplexe Kohlenhydrate zu essen. Gerichte wie Magerquark mit Haferflocken, ein Smoothie oder Proteinshakes, gerne auch selber gemacht, oder ein Vollkornbrot mit Rührei sind super geeignet. Gerade für Personen, die Muskeln aufbauen wollen, ist die Aufnahme von Eiweiß insbesondere nach dem Training von besonderer Bedeutung. Fehler Nummer 2. Nach dem Training Alkohol trinken. Nach dem Sport darfst du stolz auf dich sein, für dich etwas Gutes getan zu haben. Auf die erfolgreiche Trainingsleistung mit einem Bier oder anderen alkoholischen Getränken anzustoßen, ist aber ein falscher Weg, denn Alkohol enthält nicht nur viele Kalorien, sondern auch noch sehr wenig Nährstoffe. 1 Gramm Alkohol enthält schon 7 Kilokalorien. Ein Bier zum Beispiel enthält ca. 200 Kalorien und macht nicht nur nicht satt, sondern regt auch noch den Appetit an. Dazu kommt, dass durch den Abbau von Alkohol der Körper weniger Energie zur Verbrennung von Fett und Aufbau von Muskeln nutzen kann. Durch den Abbau von Alkohol wird er zusätzlich beschäftigt, die körpereigenen Stoffwechselprozesse werden gehemmt. Auf ein leckeres Getränk muss nach dem Sport aber nicht um jeden Preis verzichtet werden. Es gibt mittlerweile schon viele alkoholfreie Getränke, die man sich ohne schlechtes Gewissen genehmigen kann. Ein alkoholfreies Bier ist zum einen isotonisch, zum anderen enthält eine Flasche etwa die Hälfte der Kalorien, die sie ein alkoholhaltiger Zwilling enthält. Fehler Nummer 3. Zu wenig schlafen. Muskeln brauchen ihre Ruhezeit. Der Körper benötigt einen guten und erholsamen Schlaf, um sich von der Sporteinheit regenerieren zu können. In der Nacht werden zahlreiche trainierte Bewegungsmuster verfestigt, Reparaturen der beanspruchten Muskelzellen durchgeführt und auch gelerntes Wissen verfestigt. Ein gesunder Schlaf ist total wichtig und hilft zu einem gesunden Körper. Mein Tipp für einen gesunden Schlaf: Störquellen wie elektronische Geräte aus dem Schlafzimmer verbannen. Kommen wir zu Fehler Nummer 4. Nummer 4. Den Cooldown auslassen. Nach einer intensiven Trainingseinheit ist es wichtig, sich etwa 5 bis 10 Minuten zu nehmen, um seinen Kreislauf zurück an die Normalbelastung zu gewöhnen. Dadurch wird das Verletzungsrisiko verringert, Muskelkater vorgebeugt und auch der Psyche tut ein Cooldown richtig gut. Sportwissenschaftler empfehlen ein lockeres Auslaufen, leichtes Stretching oder das Lockern von Muskeln mit Faszienrollen. Eine kurze Yoga-Einheit kann auch Wunder bewirken. Fehler Nummer 5. Nach dem Sport nicht duschen. Wer sich nach dem Sport nicht gründlich wäscht, riskiert den Wachstum von Bakterien auf der Haut. Der produzierte Schweiß fördert die Bildung von Bakterien, welche unsere Haut reizen und zu Ausschlag und Mitesser führen können. Für Frauen bietet sich besonders an, auf Make-up zu verzichten. Durch die Schminke können die Schweißporen verstopft werden, was Schwitzen und Atmen der Haut verhindert. Dies kann zusätzlich einen negativen Einfluss auf die Gesichtshaut haben. Daher, eine Dusche nach dem Sport tut dem Körper gut und fühlt sich einfach super an. Fehler Nummer 6. Zu viele Kalorien nachfüllen. Nach dem Sport ist es wichtig, den Körper ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen. Nicht sinnvoll ist es daher,
sich eine viel größere Menge zu gönnen, als man üblicherweise essen würde. Auch ungesunde Süßigkeiten und Knabberzeug sind dafür natürlich ungeeignet. Viele Sportler unterschätzen die tatsächlich verbrauchte Kalorienanzahl und greifen anschließend beherzt in die Chipstüte oder zu einem Schokoriegel. Ein Snickers enthält ca. 300 Kilokalorien. Bei einer 30-minütigen Sporteinheit werden in etwa aber nur 200 Kalorien verbraucht. Nach dem Sport ist es also weder gesund, gar nichts, zu viel oder Ungesundes zu essen. Fehler Nummer 7. Zu wenig trinken. Die meisten Menschen trinken zu wenig. Dabei ist es ganz wichtig, den Körper mit ausreichend Wasser zu versorgen. Unser Körper besteht zu ca. 70% aus Flüssigkeit. Die meisten Stoffwechselprozesse funktionieren nur bei ausreichender Flüssigkeitsversorgung. Da ist es kein Wunder, dass auch die Regeneration nach dem Training von einer Unterversorgung mit Flüssigkeit gehemmt wird. Als Grundregel gilt, trinke pro Tag ca. 30 bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Pro Stunde Sport kannst du weitere 500 bis 1000 Milliliter Wasser dazu rechnen. Gerade weil beim Sport viel geschwitzt wird, wird bei intensiven Trainingseinheiten einiges an Flüssigkeit verloren. Für alle Rechenfaule, ein erwachsener Mann mit ca. 80 Kilo sollte pro Tag also etwa 2,8 Liter Wasser trinken. Kommt noch Sport hinzu, erhöht sich die Menge je nach Dauer. Eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung unseres Körpers stellt daher eine tägliche wichtige Aufgabe dar, die es nicht zu vernachlässigen gilt. Um zu verstehen, warum dies so wichtig ist, sollte jeder die Auswirkungen kennen, die der Flüssigkeitshaushalt auf unseren Körper hat. Genau diese Auswirkungen erkläre ich dir nun. Klicke doch bitte kurz auf das hier links eingeblendete Video, dann geht es direkt weiter. Körperglück. Finde dein Körperglück.